Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute gibt es wieder einen alten und auch gelösten Fall. Und wieder einmal handelt es sich um einen Anhaltermord. Opfer war die damals 20-jährige Bettina P. Tattag war der 2. Dezember 1990 und gefasst wurde der Täter 2 Jahre später, also 1992. Und dieser Tattag, der 2. Dezember 1990, war ein historischer Tag, denn an diesem gab es die ersten gesamtdeutschen Wahlen. Auch die 20-jährige Bettina aus Neunkirchen-Seelscheid geht an diesem Sonntag wählen. Deswegen ist sie auch extra dieses Wochenende von Bad Godesberg, dies ist einer der 4 Stadtbezirke von Bonn, nach Hause gekommen. Die Mutter hatte Bettina noch am Samstag angerufen und ihr geraten, nach Seelscheid zu kommen und dort wählen zu gehen. Gegen 13 Uhr kommt Bettina dann in ihrem Elternhaus an. Ihr Vater und ihre Mutter hatten bereits gegessen, aber die Mutter machte noch etwas von dem, was die Eltern zuvor gegessen haben, warm. Sie hat auch richtig Hunger an diesem Tag und war wie immer gut gelaunt. Gegen 15 Uhr geht die Familie dann zu dritt in das naheliegende Wahllokal. Als die 3 wieder zu Hause ankamen, haben sie zuerst Tee getrunken und gegen 16 Uhr ist der Vater dann noch kurz in die Firma gegangen. Und er sagte, dass er dann gegen 18 Uhr wieder zurück sein wird, rechtzeitig zu den ersten Hochrechnungen. Bettina ist dann aber auch nicht mehr lange geblieben, denn sie wollte am Abend dann in Bonn sein. Sie hat ein paar Sachen gepackt und machte sich dann so gegen 16:45 Uhr auf den Weg zu ihrer Ausbildungsstätte nach Bad Godesberg. Ihre Mutter hatte ihr vorher noch angeboten, sie bis nach Siegburg zu bringen, aber dies lehnte Bettina ab. Bettina hatte 1990 im Sommer ihr Abitur abgelegt und ihr größter Wunsch war es wohl, im Hotelgewerbe zu arbeiten. Und dann hat sie eben seit Herbst die Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen und besuchte dazu noch das Stresemann-Institut in Bad Godesberg. In Bad Godesberg wohnte Bettina zusammen mit einer Kollegin in einem Apartment. Aber in ihrer Freizeit und an Wochenenden ist sie sehr gerne nach Hause gefahren, um Zeit bei ihren Eltern und ihren Freunden zu verbringen. In der Regel nahm sie dann für ihre Rückfahrt nach Bad Godesberg den Bus von Neunkirchen-Seelscheid nach Siegburg und von dort aus die Straßenbahn nach Bad Godesberg. Es kam aber auch ab und zu schon mal vor, dass Bettina sowohl in ihrem Heimatort als auch in Siegburg versucht hat, per Anhalter zu ihrer Ausbildungsstätte zu kommen. Fest steht auf jeden Fall, dass Bettina an diesem Sonntag nicht in Bad Godesberg angekommen ist. Das Verschwinden von Bettina fällt aber zunächst nicht auf, denn an ihrer Arbeitsstelle wird sie den ersten Tagen gar nicht vermisst. Das nächste Telefonat mit ihren Eltern war erst für den Nikolaustag vereinbart. Und erst am Donnerstag, also 4 Tage nach ihrer angeblichen Rückkehr, erkundigt sich dann der Arbeitgeber bei der Familie nach Bettina. In der filmischen Rekonstruktion fragt die Polizei dann die Eltern, warum es dann am Arbeitsplatz erst am 4. Tag auffällt, dass sie fehlt. Und der Vater erklärt, dass dies mit dummen Zufällen zusammenhängt. Am Montag hatte sie Berufsschule und am Dienstag und Mittwoch ihre freien Tage. Und als die Eltern dann erfahren, dass ihre Tochter seit mehreren Tagen nicht gesehen wurde, erstatteten die dann Vermisstenanzeige. Die Polizei hat sich bei der Suche nach Bettina zunächst nur auf das nähere Umfeld von Neunkirchen-Seelscheid und Bad Godesberg beschränkt. Und 60 Stunden nach Aufgabe der Vermisstenanzeige, und die Suchmaßnahmen der Polizei sind gerade erst richtig angelaufen, entdecken dann Spaziergänger am Nachmittag des 9.12. an der Warnbachtalsperre bei Hochhausen eine gefesselte und unbekleidete Leiche. Das Opfer ist schnell identifiziert. 7 Tage nach ihrem Verschwinden steht fest, dass Bettina ermordet wurde. Die Bekleidung der jungen Frau wird bei der ersten Tatortsuche nicht gefunden. Sie war zuletzt mit einem braunen, langgeschnittenen Blazer bekleidet. Dazu trug sie schwarze Jeans der Marke Edwin und einen weißen Angora-Pullover und schwarze flache Schuhe mit seitlichem Gummizug.
Auch die Umhängetasche mit etwas Bargeld, Ausweispapieren und anderen persönlichen Gegenständen wird nicht gefunden. Beim Auffinden der Leiche ist auch noch unklar, ob sie Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Der Leichnam weist Spuren von Gewaltanwendung am Hals auf. Eine Obduktion ist zunächst nicht möglich. Die Tote lag mehrere Tage am Fundort und war in der winterlichen Kälte buchstäblich eingefroren. Und erst die Obduktion, die 48 Stunden später erfolgt, ergibt, dass Bettina bereits in den frühen Abendstunden am Tag ihres Verschwindens zunächst vergewaltigt und anschließend erdrosselt wurde. Und dann konzentrieren sich die Fragen der Polizei darauf, wann und wo Bettina eben auf ihren Mörder getroffen ist. Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass Bettina am 2. Dezember per Anhalter gefahren ist, geht die Polizei am Anfang davon aus, dass die junge Frau um 17:09 Uhr den Bus 477 von Marienfeld nach Siegburg bestiegen hat. Genau eine Woche nach Auffinden der Leiche suchen Beamte der Kripo in dieser Buslinie zu der fraglichen Zeit, in der Bettina den Bus bestiegen haben muss, nach Zeugen. Doch unter den befragten Fahrgästen befindet sich an diesem Tag niemand, der am 2. Dezember zur gleichen Zeit diese Strecke befahren hatte. Und ebenfalls sperrt die Polizei an diesem Tag gegen 17 Uhr die Kreuzung B56 an der Zeitstraße Breite Straße Talstraße ab. Also den Ort, an dem Bettina auf den Bus gewartet haben muss. Und sie befragt beim Autofahrer, ob sie am 2. Dezember Beobachtungen gemacht haben. Ungefähr 300 Pkw-Fahrer werden angehalten und befragt. Aber es kann keine Angaben dazu machen, ob sie am Wahlabend den Bus bestiegen hat oder ob sie vielleicht per Anhalter gefahren ist. Da sich dadurch dann keine Anhaltspunkte finden lassen, dass Bettina am Tattag wirklich an ihrem Heimatort den Bus genommen hat, verstärkt sich dann so langsam der Verdacht der Beamten, dass sie eventuell Neuenkirchen per Anhalter verlassen hat. Und der Verdacht der Kripo-Beamten wird bestätigt. Kurz nach der Großaktion an der B56 meldet sich eine ehemalige Schulfreundin von Bettina und berichtet, die junge Frau am Tattag gegen 17 Uhr zusammen mit ihrem Freund an der Kreuzung der B56 Ecke Breite Straße gesehen zu haben. Bettina stand gegenüber der Bushaltestelle und beobachtet den Verkehr. Und aufgrund des großen Verkehrsaufkommens an dieser Stelle ist eben dieser Standort sehr beliebt für Personen, die eben per Anhalter fahren wollen. Und als das Pärchen nur wenige Augenblicke später im Wagen eines Freundes die Stelle passiert, war Bettina nicht mehr da. Und in dieser kurzen Zeitspanne muss sie dann in den Wagen ihres Mörders gestiegen sein. Mitte Januar, 6 Wochen nach der Tat, macht dann ein kleines Mädchen eine Entdeckung. Während des Gassigehens findet der Hund des Mädchens im Unterholz an einem Waldstück ungefähr 3 Kilometer vom Fundort der Leiche an der Warnbachtalsperre entfernt einen flachen schwarzen Slipper. Als das Mädchen den Schuh dann zu Hause ihrem Vater zeigt, reagiert er prompt. Er informiert die Mordkommission und sofort starten 40 Beamte eine Suchaktion rund um das Waldgebiet im Siegburger Stadtteil Schreck. Eine Beamtin findet auf einer Schafweide den zweiten Schuh und die Handschuhe von Bettina. Bettina hatte am Tattag, besser gesagt, ihr Elternhaus mit einer Plastiktüte gefüllt mit Weihnachtsdekoration verlassen. Und auch diese Tüte wird auf dieser Weide gefunden. Ein grüner Mantel, der ebenfalls in diese Plastiktüte eingepackt war, wird nicht gefunden und taucht auch nie mehr auf. Die Sachen, die gefunden wurden, werden dann von Bettinas Mutter identifiziert. Sie ist sich sicher, dass diese ihre Tochter gehören. Und die Polizei geht dann davon aus, dass der Täter die Sachen später wahllos bei seiner Flucht entsorgt hat. Im April 1991 passiert dann in Siegburg eine weitere Vergewaltigung. Am 12. April gegen 21:30 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen an einer Bushaltestelle Zeitstraße von einem Autofahrer als Anhalterin mitgenommen. Doch statt wie versprochen das Mädchen nach Silscheid zu fahren,
biegt der Täter bei Lohmer Heide in ein Waldstück ein und bedroht die 13-Jährige dann mit einer Gaspistole. Der Täter schlägt dann das Mädchen, zerreißt ihr das T-Shirt und danach wird das völlig verängstigte Mädchen vergewaltigt. Nach der Tat fährt der Täter das Mädchen zurück zur Bushaltestelle und lässt es aussteigen. Diese Straftat, die bleibt zunächst mal im Verborgenen, weil das Mädchen sich eben sehr schämt und deswegen nicht zur Polizei geht. Und am 9. Juni 1991 werden fast an der gleichen Stelle erneut 2 junge Anhalterinnen Opfer einer Vergewaltigung. Und die Vorgehensweise vom Täter ist gleich. Er lässt zunächst die Frauen in sein Auto steigen, doch anstatt die Frauen an ihren Zielort zu fahren, biegt der Täter in einen Waldweg ab und bedroht seine Opfer mit einer Gaspistole. Widerstand wird erneut mit Schlägen gebrochen und danach werden die Frauen auf brutale Weise vergewaltigt. Doch nach dieser Vergewaltigung wird der Täter dann dank der Angaben und der Personenbeschreibung der beiden jungen Frauen schnell gefasst. Und Ende Juni 1991 wird ein 21-jähriger Betonbauer aus Lohmar von der Kripo verhaftet. Und dieser heißt Achim D. Am 25. September 1991 wird er vom Bonner Landgericht wegen zweifacher Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu insgesamt 5 Jahren Haft verurteilt. Und durch die Berichterstattung in der lokalen Presse entschließt sich jetzt auch auf Drängen ihrer Eltern, das 13-jährige Mädchen ihre Vergewaltigung aus dem April anzuzeigen. Sie identifiziert den Täter nach einer Gegenüberstellung und dessen Wagen. Im Wagen wird auch auf dem Beifahrersitz Menstruationsblut gefunden, welches dem Mädchen zugeordnet werden kann. Und durch seine Festnahme rückt Achim D. für die Mordkommission im Fall Bettina in den Mittelpunkt von den Ermittlungen. Der Wagen von ihm wird von der Kripo kriminaltechnisch untersucht und tatsächlich finden diese dort Faserspuren, die mit dem Fall von Bettina in Verbindung gebracht werden können, gefunden. Auch schwarzes Klebeband, mit dem Bettina gefesselt wurde, wird dann in der Wohnung der Eltern festgestellt, wo Achim wohnte. Und trotz dieser Spuren gelingt es aber dem Beamten nicht, Achim wegen Mordes zu überführen. Bei seiner Vernehmung kurz nach seiner Festnahme im Juni 1991 gibt er an, seinen Wagen und das Klebeband an einen Freund verliehen zu haben. Und weiterhin präsentiert er dann noch ein Alibi, was dann auch von einem Freund bestätigt wird. Am 11. Oktober 1991 wendet sich dann die Kripo Bonn an die Zuschauer von Aktenzeichen XY. Obwohl Achim bereits ab diesem Zeitpunkt als Hauptverdächtiger im Fall von Bettina eingestuft wird. Die Polizei erhofft sich dann mit der Darstellung in der Sendung eventuell noch weitere Zeugen zu finden, gerade in Bezug eben auf diesen Abend, auf den 2. Dezember als erste gemeinschaftliche oder gemeinsame Bundestagswahl, dass sich da vielleicht jemand daran erinnert. Und weiterhin hofft die Polizei auf Hinweise, dass vielleicht noch der eine oder andere verschwundene Gegenstand aus dem Besitz von Bettina dann gefunden werden kann. Und dann gehen zu diesem Filmfall insgesamt 25 Hinweise im Aufnahmestudio ein. Und dabei waren tatsächlich 2 sehr wichtige Zuschauerhinweise. Und diese bringen schließlich den Durchbruch. Denn bereits während der Sendung meldet sich ein Zuschauer und macht konkrete Angaben zum Fahrzeug des Täters, den er am Tatabend an der B56 beobachtet hat. Der entscheidende Hinweis kommt kurz nach der Sendung. Eine Zuschauerin macht am Telefon konkrete Angaben zum möglichen Täter. Eine Frau, die 3 Tage nach der Sendung von der Mordkommission vernommen wird. Sie identifiziert Achim als möglichen Täter oder Mörder von Bettina. Sie soll gesehen haben, wie Bettina am Tattag in sein Auto gestiegen ist. Sofort wird Achim, der zu dem Zeitpunkt in der JVA Rheinbach seine 5-jährige Haftstrafe absitzt und auf einen weiteren Prozess wegen Vergewaltigung wartet, erneut vernommen.
Und zunächst bleibt der Betonbauer aber bei seiner ursprünglichen Version vom Tatabend, versteckt sich aber in Widersprüche. Und dann bittet er die Beamten um ein Gespräch mit seiner Mutter. Er werde dann eine Lebensbeichte ablegen. Und die Beamten gewähren ihm diesen Wunsch. Und obwohl die Mutter dann auf ihren Sohn einwirkt und sagt, dass er die Wahrheit sagen soll, bleibt er bei seiner Tatversion. Und er verbietet seiner Mutter dann sogar noch auf schäbige Art und Weise den Mund und beleidigt sie auch noch in Gegenwart der Kripo-Beamten. Er erklärt, die Leute, die die Tat mit seinem Auto begangen hätten, seien viel zu clever, die würde man nie kriegen. Und schließlich will er dann an dem Tag doch selber seinen Wagen ziellos durch die Gegend gefahren haben. Die Mutter von Achim erleidet unmittelbar nach dem Treffen mit ihrem Sohn einen Hirnschlag. Kurz vor Weihnachten wird erneut der Freund und der Alibi-Zeuge von Achim vernommen. Als der Zeuge mit der Beweislage und der Aussage der XY-Zuschauerin konfrontiert wird, platzt das Alibi von D., also von Achim D. Im Januar 1992, 13 Monate nach dem Mord an Bettina, wird Achim in der JVA Rheinbach der Haftbefehl eröffnet. Und dann am 21. Mai 1993 wird in Bonn vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts der Mordprozess gegen ihn eröffnet. Die Freude über die Festnahme des mutmaßlichen Täters weicht schnell in Hass um. Während des ganzen Prozesses muss der Angeklagte vor der aufgebrachten Zuschauermenge durch Justizbeamte geschützt werden. Der Prozess findet vor der Jugendkammer statt, da der Angeklagte zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war. Ja, das ist ja immer wieder ein sehr beliebtes Thema bei uns, ne, diverse Straftaten begehen, aber dann vor der Jugendkammer stehen, obwohl man schon älter als 18 Jahre ist. Ich finde es immer wieder ein super tolles Gesetz in Deutschland. Eigentlich heißt es ja, dass Leute bis zum 21. Lebensjahr nach Jugendstrafrecht verurteilt werden können, wenn sie halt geistig noch nicht so weit sind. Aber interessanterweise ist es eigentlich immer so, dass nahezu keiner von denen angeblich geistig so weit ist, als wenn er 19, 20 oder 21 wäre oder 18 wäre oder wie auch immer. Ja, Auto fahren können sie, wählen dürfen sie, alles andere dürfen sie, aber sie dürfen für ihre Taten nicht in dem richtigen Maße verurteilt werden. Die Anklage wirft dem Betonbauer Vergewaltigung und Mord zur Verdeckung einer Straftat vor. Und laut Anklageschrift nimmt der Angeklagte am 2. März 1990 gegen 17 Uhr nach einem Besuch bei ihren Eltern in Seescheid Bettina in seinem Auto auf. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in einem Hotel in Bad Godesberg. Der mittlerweile 23-Jährige fährt mit Bettina aber nicht wie vereinbart Richtung Siegburg, sondern biegt in Hochhausen in einen Feldweg zur Warnbach-Talsperre ein. Danach zieht der Angeklagte plötzlich eine Gaspistole und fordert Bettina auf, sich auszuziehen. Als sie sich wehrt, habe der damals 20-Jährige auf sie eingeschlagen, bis sie ihre Kleider ablegt. Achim wird vorgeworfen, sein Opfer dann mit einem schwarzen Klebeband gefesselt, vergewaltigt und aus Angst verraten zu werden, erdrosselt zu haben. Die entkleidete Leiche versteckte er nach der Tat in einer Schonung und eine Woche später wird die Leiche der jungen Frau gefunden. Der Angeklagte verweigert die Aussage und macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der Vater des Opfers, der im Prozess als Nebenkläger auftritt, wird als erster Zeuge vom Gericht vernommen. Und mit erregter Stimme schildert er dem Gericht die letzten Stunden, die er mit seiner Tochter am Wahlsonntag 1990 erlebt hatte. Am Abend wollte seine Tochter ja wieder zur Arbeitsstelle fahren. Und als der Arbeitgeber seiner Tochter dann wenige Tage nach deren Verschwinden ihn in Seescheid anrief und sie erkundigt habe, ob sie krank sei, war ihm dann eben klar, dass etwas passiert war. Die Vernehmung muss mehrfach unterbrochen werden, da der Vater immer wieder die Beherrschung verliert, wenn er in das Gesicht des Angeklagten schaut. Und ihm wird dabei klar gemacht, dass das Gericht noch kein Urteil gefällt hat und man gerade dabei ist, festzustellen, ob der Angeklagte der Täter ist. Und auch die Vernehmung von Bettinas Mutter muss mehrfach unterbrochen werden, da sie immer wieder mit Tränen zu kämpfen hat. Mehrere Schulkameraden und Arbeitskollegen von Bettina sagen ebenfalls aus und beschreiben Bettina als
engagierte und fleißige Kollegin, die immer für andere da war und deren größter Traum es gewesen sei, im Hotelgewerbe zu arbeiten. Am zweiten Prozesstag werden dann die Kriminalbeamten geladen, die den Angeklagten nach seiner Festnahme in der JVA Rheinbach vernommen hatten. Da der Angeklagte vor Gericht schweigt, kommt diesen Aussagen große Bedeutung zu. Geschwiegen hatte Achim damals bei der Polizei nicht, wie die Aussagen der beiden Kripo-Beamten deutlich machen. Er habe sich sehr schäbig behandelt und sei zunächst bei der Geschichte geblieben, er habe das Auto verliehen. Es habe ihm Spaß gemacht, die Polizei an der Nase herumzuführen. Der Angeklagte hätte ständig suffisant gegrinst. Dann änderte er das erste Mal seine Version. So hatte er dann erklärt, die Leute, die die Tat mit seinem Auto begangen hätten, seien viel zu clever und die würde man nie kriegen. Da würde er die Tat auf sich nehmen, ein paar Jahre Jugendstrafe kassieren und die Sache wäre gelaufen. Achim verlangte dann eben nach seiner Mutter und dann wäre er bereit, eben die Wahrheit zu sagen. Und dieses Gespräch musste dann abgebrochen werden. Und Achim hatte dann eben, wie vorhin schon gesagt, seine Mutter beschimpft, die versucht hatte, eben auf ihren Sohn einzuwirken. Und dann hat der Angeklagte plötzlich gesagt, ich war es alleine. Er habe Bettina an der Bushaltestelle als Anhälterin aufgenommen, sei aber statt nach Siegburg mit ihr in den Feldweg gefahren und habe sie dann eben mit vorgehaltener Gaspistole aufgefordert, sich auszuziehen. Und sie habe das zunächst auch mitgemacht, sich dann jedoch gewehrt. Und dann habe er mit beiden Händen zugedrückt. Aber als die Polizisten ihm vorhielten, dass alleine könne es nicht gewesen sein, das passe nicht mit den Spuren am Tatort zusammen, da müsse mehr passiert sein, habe Achim gar nichts mehr gesagt. Später habe er dann wieder die Geschichte erzählt, er habe das Auto an einen inzwischen verstorbenen Vetter verliehen. Und als er es zurückgehalten habe, sei es völlig verdreckt gewesen. Und der Freund seines Vetters habe ihm gesagt, er habe ein Mädchen getötet und ihm anschließend die Leiche gezeigt. Und ihm sei daraufhin schlecht geworden. Die Mutter von Bettina bricht bei der Befragung der Kripo-Beamten und der Tatversion des Angeklagten erneut in Tränen aus. Und am dritten Verhandlungstag wird dann der Obduktionsbericht vorgetragen. Bettina wurde bereits am Tag ihres Verschwindens in den frühen Abendstunden ermordet. Sie hatte schwere Verletzungen im Genitalbereich und das deutete eben auf eine Vergewaltigung hin. Todesursächlich war dann das Brechen des Kehlkopfes durch Erdrosseln. Und nachdem dann der Obduktionsbericht verlesen wurde, wird die Verhandlung auf Antrag der Verteidigung vertagt. Und als Begründung wird angegeben, dass es zwischen dem Angeklagten und dessen Verteidigung Spannung geben soll, die man in einem Gespräch ausräumen möchte. Am nächsten Verhandlungstag wird dann ein ehemaliger Zellengenosse vom Angeklagten gehört. Und ihm gegenüber soll Achim die Tat gestanden haben. Der Zeuge erzählt, dass es den Angeklagten angemacht habe, dass sich Bettina gewehrt habe. Und plötzlich habe er sie kalt gemacht. Ihm habe der Angeklagte auch erklärt, es tue ihm nur leid, dass er die beiden Anhalterinnen nach der Vergewaltigung nicht ebenfalls kalt gemacht habe. Denn dann wäre der ganze Scheiß mit der Verurteilung nicht passiert. Und auch die Ex-Freundin des Angeklagten sagt am 4. und 5. Verhandlungstag aus. Achim war ihr erster Freund. Und eines Tages habe er sie nach dem intimen Zusammensein an den Handgelenken mit Klebeband gefesselt. Und als sie sich von ihm trennte, habe ihr der Angeklagte Achim aufgelauert und gedroht, ihr Säure ins Gesicht zu schütten. Und habe schließlich zusammen mit einem Freund die Scheune ihres Vaters in Brand gesteckt. Aber er habe sich danach wieder einmal aus der Affäre gezogen und den Freund vorgeschickt, der für diese Brandstiftung verurteilt worden war. Aber für sie steht fest, dass Achim der Initiator war. Sie habe seine Stimme am Telefon erkannt. Er habe während des Brands angerufen und gesagt, jetzt wird es warm. Und auf Antrag des Gerichts wurde zur Begutachtung des Angeklagten ein psychiatrischer Sachverständiger bestellt und er kommt zu dem Ergebnis, dass Achim eine antisoziale Persönlichkeit mit gestörter Impulskontrolle sei, der sehr extrem zu extremen Positionen neigt. Entweder er bestimmt kompromisslos, wo es lang geht, oder er ist völlig hilflos und fühlt sich bedroht. Der scheinbar so bestimmende und selbstsicher auftrumpfende Angeklagte
wolle mit seinen Taten nur Macht und Stärke demonstrieren, um seine Ich-Schwäche, seine Abilität und Beziehungs- und Bindungslosigkeit zu überspielen. Und auf Enttäuschung reagiere er mit aggressiven Impulsen. Achim sei unfähig, über seine Wut und seinen Hass auf Frauen zu sprechen. In seiner Befragung verweigerte er die Beantwortung der Fragen durch die Sachverständigen. Wenn es so bliebe, könne das noch zu größeren Störungen bei ihm führen. Die Frage dann des Gerichts, ob für die Urteilsfindung das Jugendstrafrecht herangezogen werden soll, bejahte der Sachverständige. Man könne nicht ausschließen, dass der zur Tatzeit 20 Jahre und 9 Monate alte Achim damals in seiner Reife einem Jugendlichen gleichgestellt war. Die Anwendung von Jugendstrafrecht wird daher empfohlen. Also ich glaube nicht, dass also für mich persönlich ist das keine Begründung, warum das Jugendstrafrecht angewendet werden soll. Für mich ist es dann irgendwo ein Punkt, wenn jemand aufgrund seiner geistigen Fähigkeit vielleicht nicht in der Lage war, jetzt sein Handeln zu reflektieren, beziehungsweise als er dementsprechend die Tat begangen hat, erkennen zu können, wohin das führt. Und nicht, weil er hier eine gestörte Persönlichkeit ist, dass man dann das Jugendstrafrecht anwendet. Das geht nach meiner Meinung überhaupt nicht. Also diese Störung, die er hat, das hat ja damit nichts zu tun, dass er eventuell sich jetzt gerade benimmt wie Jugendlicher. Ein normaler 14-, 15-, 16-jähriger Jugendlicher hat ja nicht diese Störung. Das ist also wieder mal totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und dann hören die Prozessteilnehmer das Fasergutachten vom LKA Düsseldorf. Der Gutachter des LKA hat akribisch einzelne Faserspuren, die mit dem Mordfall im Zusammenhang stehen könnten, untersucht. Und er kam zu dem Ergebnis, dass braun-beige und schwarze Fasern vom Autositzmaterial aus dem Wagen des angeklagten Material identisch sind, die mit den Fasern, die auf der Leiche gefunden wurden. Darüber hinaus wurden in Achims Auto auf den Sitzen in seiner damaligen Wohnung, in seinem Umfeld und vor allen Dingen in den Taschen seiner Jeansjacke dieselben roten Baumwollfasern sichergestellt, die auf der unbekleideten Leiche gefunden wurden. Ein Kleidungsstück des Tatverdächtigen ist nach Ansicht der Gutachter mit dem unbekleideten Körper in Kontakt gekommen. Es sei äußerst unwahrscheinlich, dass diese roten Fasern nur mittelbar, zum Beispiel vom Autositz, mit dem unbekleideten Opfer in Kontakt kamen. Auch das schwarze Klebeband, mit dem das Mädchen an den Handgelenken gefesselt war, wurde vom LKA Düsseldorf untersucht. Und auch das ist materialidentisch mit dem Band, das bei Achim zu Hause gefunden wurde. Allerdings, so der Sachverständige, handelte es sich dabei um Massenware. Und auch der Staatsanwalt, der Achim nach seiner Festnahme im Januar 1992 zunächst vernommen hatte, wird dann vom Gericht als Zeuge vorgeladen. Und auch er berichtet, dass der Angeklagte nach langem Hin und Her und mehreren Tatschilderungen die Tat gestanden hatte, dann jedoch seine Aussage in einer späteren Vernehmung wieder widerrufen hatte. Und bei dieser Vernehmung bricht Achim das erste Mal im Prozess sein Schweigen und wirft den damaligen Ermittlern vor, er habe von ihnen die Zusicherung bekommen, bei einem Geständnis mit höchstens 10 Jahren Jugendstrafe davonzukommen, und wurde so dazu gebracht, eine Tat zu gestehen, die er gar nicht begangen habe. Die Beweise, so habe der Staatsanwalt damals bei der Vernehmung gedroht, sprechen sowieso gegen ihn, und wenn er nicht gestehe, müsse er mit 22,5 Jahren Haft rechnen. Die Zeugin, die sich nach der Ausstrahlung in Aktenzeichen Y bei der Polizei gemeldet hatte, identifizierte den Angeklagten dann als jene Person, die das Fahrzeug gefahren hat, in den Bettina als Anhalterin am 2.12. eingestiegen ist. Und damals hat sie noch gedacht, Mädchen, pass gut auf dich auf. Und kurz danach hätte sich der Wagen wieder in den Verkehr eingefüllt. Am 9. Verhandlungstag dann werden im Juni 1993 vor der Jugendschwurgerichtskammer Bonn die Plädoyers gehalten. Achim, der mit einer Zahnentzündung und unter Medikamenteneinnahme an der Verhandlung teilnimmt, wird zunächst von einem Amtsarzt eingeschränkte Verhandlungsfähigkeit attestiert. Die Anklage fordert wegen Vergewaltigung und Tateinheit mit Mord 10 Jahren Jugendstrafe. Also ich kann jetzt schon mal im Vorfeld sagen, dies war ein absolutes Fehlurteil.
Das werdet ihr gleich am Ende hören. Also dieser Mensch, wenn man es noch so sagen darf, hätte nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden dürfen. Er hätte alleine schon mal deswegen, was er vorher schon alles begangen hat, zu lebenslanger Haft mit Sicherheitsverwahrung verurteilt werden müssen. Aber machen wir weiter. Für die Staatsanwaltschaft ist Achim ein eiskalter Mörder, der seit der Tat nichts dazugelernt hat und bei dem es keine Hoffnung mehr auf eine Entwicklung seiner gestörten Persönlichkeit gibt, die er mit Gewalt und der Demonstration von Stärke zu kompensieren versucht. Eine lückenlose Indizienkette beweist, dass Achim sein Opfer am 2. Dezember 1990 vergewaltigte und tötete, um als Täter unerkannt zu bleiben. So habe Achim nicht nur in einem später widerrufenen Geständnis bei der Polizei Details genannt, die nur der Täter wissen konnte. Vor allem die Faserspuren wiesen eindeutig auf ihn als Täter. Ja, und dann wird halt dementsprechend in der Begründung nochmal alles komplett wiederholt, was wir gerade schon alles als Indizien gehört haben. Dann hat die Nebenklage ebenfalls keinerlei Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Ob Jugendstrafrecht Anwendung finden soll, stellt die Nebenklage ins Ermessen des Gerichts. Und die Verteidigung fordert zur Überraschung keinen Freispruch für den Angeklagten, plädiert doch lediglich für eine Verurteilung wegen Totschlags und Vergewaltigung. Für die Verteidigung spricht die Beweislage dafür, dass Achim keinen eiskalten Mord beging, sondern einen Totschlag im Affekt und im Zustand erheblich verminderter Steuerungsmöglichkeit. Und zwar deshalb, weil das Opfer sich nach der Vergewaltigung aus seiner Fesselung befreit und auf ihn eingeschlagen habe. Ein Schock für den gestörten, und konfliktschwachen Angeklagten, der glaubte, die Situation unter Kontrolle zu haben. Da ist er ausgerastet und hat zugedrückt. Er fleht das Gericht an, diesen jungen Mann, der hinter seiner Kaltschnäuzigkeit seine ganze Angst verberge, nicht mit einer Strafe zu erschlagen, sondern gemäß dem Jugendrecht erzieherisch auf ihn einzuwirken. Auf ein letztes Wort verzichtete der Angeklagte. Tja, und wenn man weiß, was später noch alles passiert ist, was ihr jetzt gleich auch hören werdet, dann wird einem mittelschwer übel und man braucht eigentlich einen Eimer, wenn man dann liest, was der Verteidiger davon sich gegeben hat. Am 23. Juni 1993 spricht dann die Jugendkammer Bonn das Urteil und verurteilt Achim wegen Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu 9 Jahren Haft nach Jugendstrafrecht. Die Eltern des Opfers brechen in Tränen aus. Dann richtet das Gericht seine Worte an die Eltern und versteht die Betroffenheit der Eltern. Doch bevor der Richter den Satz ganz zu Ende bringen kann, springt der Vater auf und stürzt durch den Saal auf den Tisch zu, hinter dem Achim mit seinem Verteidiger sitzt. JVA-Beamte schaffen es kaum, Bettinas Vater vom Angeklagten fernzuhalten. Immer wieder reißt der Vater sich los. Erst als auch der Staatsanwalt dazwischen geht, gelingt es den beiden Justizbediensteten, Bettinas Vater aus dem Saal zu bringen. Dann fährt die Kammer mit der Urteilsbegründung fort. Das Gericht ist aufgrund zahlreicher Zeugenaussagen und Indizien davon überzeugt, dass Achim die 20-jährige Bettina am 2. Dezember 1990 kurz nach 17 Uhr in Seescheid als Anhalterin in seinem Auto aufnahm, sie vergewaltigte und schließlich erwürgte. So, und dann kommt der Richter nochmal dazu, zu dem Punkt, was der Mithäftling da gesagt hat. Und zwar hatte ja Achim gesagt, er hätte die beiden anderen Mädchen, die er vergewaltigt hat, besser auch kalt machen sollen, weil dann wäre ihm der ganze Prozess und der ganze Kram erspart geblieben. So, und für diese Tat, für diese Vergewaltigung an den beiden Mädchen, wurde er ja nach Erwachsenenstrafrecht bestraft. Und das war ja vorher. Und heute muss als Grundlage für die Verurteilung das Jugendstrafrecht dienen, da der Angeklagte zur Tatzeit 20 Jahre und 9 Monate alt war. Und der Gutachter nicht hatte ausschließen können, dass er damals in seinem Reifeprozess einem 17-Jährigen gleichgestellt war. Ich meine, allein daran kann man doch schon mal sehen, dass das, Schwachsinn ist. Wenn er danach eine Tat begangen hat und älter als 21 Jahre alt war, er dann nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, dann scheint er ja aus dieser ganzen Geschichte überhaupt nichts gelernt zu haben, sondern es ist einfach seine Gestörtheit. Und ihn mit dieser komischen Argumentation, dass man ihn eventuell mit einem 17-Jährigen gleichstellen muss, ihn nach Jugendstrafrecht zu verurteilen.
geht gar nicht. Ich weiß, ich habe mich noch nie so aufgeregt, wenn ich jetzt irgendwelche Urteile hier benannt habe, aber in diesem Fall ist es einfach wirklich extrem, finde ich. Und dann kam noch ein ganz wichtiger Aspekt. Für die Prozesszuschauer war das Urteil eben zunächst überraschend, dass eben nicht diese Höchststrafe verhängt wurde. Aber diese Kammer machte jetzt irgendwie von einer Ausnahmeregelung Gebrauch. Und diese wird von den deutschen Gerichten selten angewendet. Das Gericht hat keine Gesamtstrafe verhängt. Das heißt, das erste Urteil wegen zweifacher Vergewaltigung wurde bei dieser Verurteilung nicht berücksichtigt. Wird ja ansonsten gerne gemacht, dass dementsprechend 2 Verurteilungen in einer Gesamtstrafe zusammengefasst werden. Und wäre das Gericht dann dem Antrag der Anklage gefolgt und hätte die Höchststrafe verhängt, hätte er insgesamt wegen aller Taten nicht länger als 10 Jahre in Haft verbleiben können. Das Gericht wollte in diesem Fall deutlich die Schwere der Schuld hervorheben und hat somit die Vorstrafe nicht in die Verurteilung einbezogen. Und die Gesamtfreiheitsstrafe erhöht sich dann in diesem Fall damit auf 12 Jahre. Also ich habe hier den Eindruck, dass der Richter nicht anders konnte und einfach nur noch versucht hat, ihn dann auch so lange wie möglich hinter Gittern zu bringen. Denn ich denke mal, wenn ein Gutachter sagt, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt werden soll und das Gericht dem nicht folgt, dass dann der Angeklagte direkt in Revision gehen wird. Ja, und im Juni 1994 wird dann gegen Achim erneut Anklage vor der Jugendschutzkammer Bonn wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern und Körperverletzung erhoben. Und zwar geht es da dementsprechend um das Mädchen, welches als 13-Jährige von ihm vergewaltigt wurde und die sich erst verspätet dann getraut hat, zur Polizei zu gehen. Und auch die Eltern von Bettina nehmen als Zuschauer erneut an dieser Verhandlung teil. Und wegen dieser Geschichte wird Achim dann wegen Vergewaltigung zu 4 Jahren verurteilt. Und das Gericht verhängt eine Gesamtstrafe bezüglich der ersten Verurteilung wegen zweifacher Vergewaltigung von 7 Jahren. Eine Berücksichtigung der Verurteilung wegen Mordes an Bettina findet nicht statt, da das damalige entscheidende Gericht die Vorstrafe nicht in das Urteil hat einfließen lassen. Rechnet man die Mordverurteilung dazu, muss Achim insgesamt für 16 Jahre hinter Gittern. Da sich Achim während seiner Haft in der JVA Rheinbach jeglicher Therapiemaßnahmen widersetzt, muss er die kompletten 16 Jahre Haft absitzen. Am 10. September 2007 wird Achim dann aus der Haft entlassen. Obwohl die Staatsanwaltschaft die nachträgliche Sicherheitsverwahrung, welche aufgrund des eingeführten Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherheitsverwahrung seit 2004 möglich ist, beantragt, wird Achim auf freien Fuß gesetzt. Ein fataler Fehler. 2 Monate nach der Entlassung, am 19. November 2007, nimmt Achim am Bonner Straßenstrich eine 29-jährige Prostituierte in seinem Wagen mit. Achim ist an diesem Abend vollgepumpt mit Drogen und verliert erneut die Kontrolle über sich selbst. Er fährt mit hoher Geschwindigkeit über Landstraßen und Autobahnen. Als die junge Frau ihre Lage erkennt, bittet sie Achim anzuhalten. Aber er reagiert nicht und erhöht immer mehr die Fahrtgeschwindigkeit. Erst als die 29-Jährige in das Lenkrad greift, kommt der Wagen auf der Autobahn zum Stehen. Fluchtversuche werden von Achim mit Schlägen ins Gesicht und Körper abgewehrt. Immer wieder wird die junge Frau von ihrem Peiniger zurück in den Wagen gezerrt. Erst als auch andere Autofahrer auf die kämpfende Frau aufmerksam werden, kann sie sich befreien. Und noch am gleichen Abend erstattet sie bei der Polizei Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung. Der Verdacht fällt zunächst nicht auf Achim. Erst als die Staatsanwaltschaft gewisse Parallelen zu den Taten von 90 bzw. 91 feststellt, wird der verurteilte Mörder von Bettina vernommen und schließlich vom Opfer als Täter identifiziert. Mitte Januar 2008 wird Achim in Bonn festgenommen und Anklage wegen versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung und Freiheitsberaubung erhoben. Und im Juni 2008 findet dann der Prozess in Bonn statt. Und in diesem Prozess steht die zentrale Frage im Mittelpunkt, ob das Gericht für Achim auch die Sicherungsverwahrung verhängt. Achim bestreitet vor Gericht erneut die Vorwürfe. Er wisse überhaupt nicht, was das alles solle. Er habe der Frau nichts getan. Die Prostituierte habe sofort herumgezickt und verlangt, dass er seine Zigarette ausmacht.
Er habe gar nicht gewusst, was sie wolle, als sie angefangen habe, rumzuschreien. Er sei sowieso noch völlig zugedröhnt und aufgedreht gewesen von den Drogen am Vortag. Deswegen habe er auch ein Nümmerchen schieben wollen, um zur Ruhe zu kommen. Nicht er habe sie nicht aussteigen lassen wollen, sondern sie habe das Auto nicht verlassen wollen. Und er habe sie auch nicht geschlagen, denn dann hätte sie anders ausgesehen. Er sei der stärkste Mann von Aachen. Er habe an der Frau auch nicht gezerrt, um sie ins Auto zu bekommen, sondern um sie davor zu bewahren, überfahren zu werden. Die Gutachter sind sich vor Gericht einig, dass vom Angeklagten eine große Gefahr für die Allgemeinheit, speziell für Frauen, ausgeht. Achim, der sich noch nie mit seinen Taten auseinandersetzte, sondern immer anderen die Schuld an seinem Tun gab, ist ein schwer gestörter Mann und nach wie vor hochgefährlich, eine sogenannte tickende Zeitbombe. So, und die Anklage folgte dann der Auffassung des Gutachters und beantragte neben der Verurteilung zu 3,5 Jahren Haft, unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung, auch die Sicherungsverwahrung. Die Verteidigung stellt keinen Antrag, bittet das Gericht lediglich darum, nur für das zu verurteilen, was hier geschehen sei, und nicht im Kopf zu Ende zu bedenken, was hier hätte geschehen können. Und am 18.06.2008 verurteilte das Landgericht Bonn Achim D. sogar zu 4 Jahren und 3 Monaten Haft wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem verhängte das Gericht gegen den Angeklagten die Sicherungsverwahrung. Das bedeutet mindestens weitere 14 Jahre Gefängnis. So, und dann war es so, dass eben Achim auf jeden Fall bis 2021 in Haft sitzen wird. Und er sich wohl die ganze Zeit auch den Therapiemaßnahmen widersetzt hat. Und dann ab 2021 wird wohl geprüft, ob er für die Allgemeinheit noch eine Gefahr darstellt. Und irgendwann, so wie es aussieht, wird man ihm dann wohl eine dritte Chance geben. Also es ist durchaus möglich, dass er mittlerweile schon wieder in Freiheit ist und eventuell schon wieder die nächsten Taten begehen wird. Was wir natürlich nicht hoffen, aber das scheint jemand zu sein, der wirklich für immer hinter Gittern muss, der nicht wieder raus darf. So, das Video ist wieder sehr lang geworden, deswegen halte ich mich jetzt sehr kurz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.